Zugeschaltet ist jetzt Thomas Kessen. Er ist der Sprecher der Faninitiative Unsere Kurve. Herr Kessen, ich grüße Sie. Hallo, moin. Die Vorrunde ist jetzt ja so gut wie gelaufen. Morgen Abend dann die letzten Spiele der Vorrunde. Hat das Fußballfest denn aus Sicht der Fans bisher den Erwartungen entsprochen? Zumindest das Wetter war ja zeitweise wechselhaft. Ja, und trotzdem hattest du ja gute Laune, kein Problem gemacht. Ganz im Gegenteil, man sieht ja durchaus ein Fußballfest, sicherlich mit dem einen oder anderen Wehmutstropfen, wenn man auf die Eintrittspreise schaut, wenn man schaut, dass Getränke auf Fanmeilen und in Stadien noch extrem teuer sind. 5 € für ein Wasser sei als Beispiel genannt. Aber man muss auch sagen, wir sehen hier aktuell, wie man ein solches Turnier zelebrieren kann. Und wenn wir 2 Jahre zurück nach Katar denken, da konnte man sehen, was alles nicht funktioniert hat und warum Fußball dann doch nicht ganz so leicht käuflich ist, wie Katar es vielleicht dachte. Wie läuft denn das Fanleben so im Großen und Ganzen ab? Halten sich Jubel und Trauer momentan so in etwa die Waage? Ach, das ist immer die Frage, welche Art von Fan man sich anschaut. Denn letzten Endes gibt es ja zwei unterschiedliche Gruppen. Es gibt einmal die Vereinsfans, die ja 365 Tage im Jahr rund um ihren Verein sich drehen und da erfahrungsgemäß eher weniger Verbindung zur Nationalmannschaft haben. Und gleichzeitig gibt es natürlich diejenigen, die alle 2 Jahre plötzlich Fan sind und dann sich das Nationaltrikot anziehen. Die werden auf jeden Fall feiern. Aber ja, es ist von Gruppe zu Gruppe verschieden. Es gab ja aber auch Ausschreitungen. In Gelsenkirchen haben sich englische und serbische Fans eine Schlacht geliefert. Und auch nach dem EM-Spiel Türkei gegen Portugal in Saarbrücken, da hat es gekracht. Warum lassen sich solche Szenen einfach nicht vermeiden? Dafür sind es zu viele Menschen an zu vielen Orten. Also ich glaube, wie auch bei vielen anderen Themen mit Sicherheitsrelevanz, absolute Sicherheit ist nicht möglich. Man muss sagen, es ist trotzdem recht glimpflich ausgegangen. Ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwo zu schweren Verletzungen gekommen ist. Ja, es gab Ausschreitungen. Ja, diese sind zu verurteilen. Aber wenn man an frühere Turniere denkt, sei es in den 90ern, da war das alles schon deutlich schlimmer. Somit zeigt sich aus Fansicht, dass der Fußball nicht nur auf Vereinsebene in der Bundesliga, zweiten Bundesliga, sondern auch auf Nationalmannschaftsebene bei den internationalen Turnieren immer sicherer wird. Und das ist ein gutes Zeichen, wie wir finden. Die Holländer haben uns dafür wundervolle Choreografien beigebracht. Und die Fanmärsche, die könnten ja auch vielleicht im Liga-Alltag eine ganz neue Dimension annehmen. Wie hat Ihnen denn das gefallen? Also Fanmärsche gibt es im Liga-Alltag schon seit vielen Jahren. Da wird dann zwar weniger nach links und nach rechts gehoppelt, aber es gibt sie längst und sie sind längst Alltag in der deutschen Fankultur. Vielen Dank, Herr Kessen, Sprecher der Faninitiative Unsere Kurve. Danke. Danke Ihnen. Ciao.